The city of Melk, located in Lower Austria along the Danube River, has a population of 5,257. The Melk Abbey, a Benedictine Baroque monastery, is the city's most famous landmark. A majority of the city's residents work in the service industry. Tourism is one such industry. Melk Abbey was established in 1089. The abbey we see today, however, was built between 1702 and 1746. The abbey managed to survive the period following the Nazi Anschluss, which took control of Austria in 1938. Geographically, the town is surrounded by hills consisting of pressed quartz sand. The consistency of the pressed quartz is stable enough to be considered bomb-proof. As Allied air raids increased, work began on a 65,000 square meter area under these hills to be used for armaments production. With forced labor being brought in from the Mauthausen concentration camp, a satellite prison camp was erected at the base of the hills surrounding Melk. At its peak, 10,000 inmates were forced to dig. Under the code name Quartz B9, work began in March 1944 and ended in 1945. Within 1 year, approximately 5,000 prisoners had died. Neo-Nazi groups used the hills of Melk for military training in the 1990s. Today, a local mining corporation called Quarzwerke has an interest in mining these hills. The company's CEO is also Melk's Secretary of Finance. All attempts at setting up a memorial for the victims of Melk's Quartz B9 project have been blocked by local politicians, residents, and companies looking to protect their investments. Father Jeremiah of the Melk Abbey has made several attempts to establish a memorial at the site. Ich bin Höhlenforscher seit über 40 Jahren und habe dieses Hobby sehr ernsthaft auch in Kontakt mit den zuständigen Landesvereinen ausgeübt und habe auch hier an der Schule, damals habe ich hier unterrichtet, eine Höhlenforschergruppe unter den Schülern begründet und das Projekt Graz war für uns ein interessantes Höhlenobjekt, das wir untersuchen wollten. Wir sind dann oft drinnen gewesen, damals war das noch relativ leicht möglich, haben das ganze Stollensystem vermessen, Pläne gezeichnet und sind aber dadurch, also ich speziell, immer mehr auch mit der Geschichte dieser Stollenanlage in Kontakt gekommen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, wenn man da hineingeht. Es gab seit etwa der 80er, 90er Jahre, in den 80er Jahren gab es einmal sogar paramilitärische Übungen von Neonazi-Gruppen. Die wurden dann auch aber aufgedeckt und auch verurteilt. Das war dann mehr oder weniger vorbei, aber nicht vorbei waren bis in die 2000er Jahre reichende Schmieraktionen im Stollen, Hakenkreuzschmierereien. Und da habe ich mich dann eigentlich sehr stark zu machen, versucht auch über die Lokalmedien, dass die Errichtung einer Gedenkstätte bei der Stollenanlage wäre eine sinnvolle Lösung. Und da wurde mir aber vom zuständigen Bürgermeister der Gemeinde Schollach, glaube ich, ist es, mitgeteilt, dass die Grundbesitzverhältnisse so kompliziert sind, das gehört einer Genossenschaft, und da gibt es immer einige, die dagegen sind, dass da was geschieht, und daher ist es schwer zu lösen. Wurde mir zumindest gesagt. Also die Vergessenheit zu verhindern, das ist ja das Hauptproblem dieser ganzen Sache.
Ich habe bei meinen Forschungen und Befragungen immer das Gefühl gehabt, dass ein großer Teil der Melker Bevölkerung das irgendwie ignorieren und nicht wissen will oder vergessen will. Und ich denke, das verdient diese Anlage und verdienen die Ereignisse rundherum und das KZ absolut nicht, dass man das vergisst. Die beste Möglichkeit wäre hinzuschauen, das, was geschehen ist, klar zu benennen. Man muss nicht mitschuldig sein deshalb, weil man zur selben Zeit gelebt hat und das nicht verhindern konnte. Das braucht man absolut nicht. Aber man soll die Dinge auch nicht vertuschen und verdecken oder so tun, als wäre es gar nicht so gewesen. Mir ist dann irgendwo einfach die Lust vergangen, mich da weiter zu engagieren, wenn man das Gefühl bekommt, dass diejenigen, die was machen könnten, sich da querlegen und ich habe keine Lust, meine eigene Energie für solche Ziele zu verschwenden, weil ja eben andere Tätigkeiten für mich wichtiger sind. Quartz B9 was located 6 kilometers from the tunneling site in Melk's Birago Kaserne. The first inmates arrived from Mauthausen on the 21st of April, 1944. They were accommodated in 18 housing blocks and forced to work in the mines. Within 1 year, 4,800 people died. In April 1945, the camp was abandoned and evidence destroyed before the arrival of the Allies. An obvious remaining landmark is the crematorium, the only reminder of the concentration camp that once existed here. After the end of the war, the area was once again used as a military base and referred to as the Birago Kaserne. A resident of Melk, living 30 meters from the crematorium, has been single-handedly managing a memorial at this site. Mrs. Block receives no support from the city of Melk. She gave us a private tour on a rainy day. Wir haben ja ein großes Lager gehabt. Melk hat ja über 10.000 Häftlinge gehabt zur gleichen Zeit. Allerdings in 2 oder 3 Lager, also Lager einlagern, aber in 2 oder 3 Schichten geschlafen, weil sie ja nicht so viel Platz aufgebracht hätten. Und das sollte ja nicht vergangen sein. Die Leute sollen nicht umsonst so viel gelitten haben. Nein, ich habe 2 Jahre habe ich von der Gemeinde im Monat 100 Schilling gekriegt. Da draußen fürs Mahnen, für die ganze Arbeit da. Und ich habe von Anfang her geschaut, dass ich das in Ordnung habe. Die Menschen haben gelitten genug, die haben ja gar nicht gewusst, wie was das leiden. Warum sollte man noch nicht wenigstens ein Gedenken haben? Ich habe für eine Blumen draußen, die habe ich heuer wieder gesetzt. Das kommt von mir. Mein Mann hat mir dann manches Mal ein wenig geholfen. Aber jetzt kann er schon wieder 3, 4 Jahre nicht mehr. Ja, die Gemeinde sollte das übernehmen. The Melk Abbey is a UNESCO World Heritage Site. The city takes pride in its cultural programs, its history, and natural beauty. But less than 1 kilometer away, another site is being forgotten, another part of the city neglected on purpose. Will the city of Melk support those citizens who wish to preserve all of its history? Will the historical importance of Quartz B9 survive the economic interests of Melk's quartz mining politics?